Hallo zusammen! Wir fertigen heute so einen Handlaufausrichter aus Alu, der im Geländerbau zum Einsatz kommt. Es wird noch schnell sauber gemacht und dann kann es auch schon losgehen. Ich verwende hier kein Vakuum, sondern arbeite mit doppelseitigem Klebeband. Und nachdem alles vermessen wurde, kann es auch schon losgehen. Viel Spaß! So sehen die Stücke fertig aus und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Auf der Unterseite sieht man noch so einen leichten Steg und den planen wir jetzt noch ab. Nun verpassen wir den Stücken noch eine hübsche Phase. Die Phase ist dran und die Stücke sind etwas zerkratzt, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Mit etwas Schleifvlies sehen die Stücke dann so aus. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze in Fusion gemacht wird. Bis gleich. Natürlich starten wir wie immer mit der Konstruktion und springen einfach mal an den Anfang. Hier in dieser Gruppe hier habe ich einfach nur mal die Aufgabenstellung definiert. Also wir haben hier so einen Pfosten, also der Pfosten wird jetzt hier so weitergehen. Ein in der Regel 12 mm Stab, darauf ein Handlauf, einmal als 42,4 mm genau und 33,7 mm. So sieht das Ganze dann aus und dafür wollen wir ja den Ausrichter haben. Und der ist einfach dafür da, ich zeige es jetzt vielleicht mal einfach mal, nämlich damit es in dieser Achse immer perfekt ausgerichtet ist, damit es nicht versehentlich so montiert wird. Das hört sich jetzt hier in der Zeichnung absurd an, aber man muss sich vorstellen, dieses Rohr hier ist teilweise vielleicht 4-5 Meter lang und da kann es einfach passieren, auch durch die Spannung von dem Rohr, dass manche so aussehen, manche so, dann manche wieder so. Und deswegen einfach dieser Ausrichter, dass immer alles schön in der Mitte ist.
Okay, dann hier der erste Entwurf. Dann wurde das alles so gezeichnet, wie ich mir das in etwa vorstelle. Hier kann man sehen 42,9, also wir haben hier ein bisschen Luft. Da habe ich mir auch Gedanken gemacht, wie kriegen wir das am besten hin, dass auch das 33er Rohr einigermaßen gut fixiert wird, aber das 42er Rohr auch immer noch saftig drin liegt. Das ist übrigens Version 7, also klar, woher kommt's? Es gab auch ein paar Fehlschläge und das hier hat sich echt bewährt. Also das sieht richtig gut aus, habe ich die Rückmeldung vom Schlosser bekommen. Ist auch bis jetzt die finale Version. Okay, dann wurde der Körper extrudiert, gesundet, nochmal, ich glaube hier ein bisschen gesundet, außen gesundet, unten gesundet. Und dann geht es auch schon weiter mit der Markierung. Diese Markierung zeigt die Mittellinie von den Sourcen. Jetzt kann man schon sehen, das passt nicht ganz. Das liegt einfach daran, dass das Rohr jetzt quasi in dem Körper drin ist. Also das heißt, man müsste es ein bisschen verschieben, aber dann passt es. Das soll einfach so eine kleine Orientierungshilfe sein. Wird, glaube ich, so gar nicht genutzt. So. Ich verpasse dann hier nochmal so eine kleine V-Nut. Aber das ist später für die Fertigung eigentlich. Okay, dann folgen diese Öffnungen hier und die Borsungen. Wozu wir die brauchen, kann man hier schön sehen. Hier soll der Kabelbinder durch. Also durch diese zwei Öffnungen geht ein Kabelbinder und der fixiert dann diesen Halter an dem 12 mm Stab. So, dann, okay, so eine kleine Markierung, damit ich immer weiß, welche Version das war. Dann wird das Ganze entsprechend eingerückt, damit man sich das besser vorstellen kann. So, dann noch ein 14 mm Stab, weil ich einfach wissen wollte, würde das auch mit einem 14 mm Stab funktionieren? Und ja, es funktioniert. Übrigens sind diese zwei Löcher, falls dieses Rohr hier, also aus dieser Perspektive, so eine Biegung hätte, dann würde das Rohr immer wieder von dem Halter sich wegdrücken. Deswegen kann man hier zwei M8er Schrauben reinmachen und so einen riesengroßen Kabelbinder fixieren und damit wird der Halter an das Rohr angedrückt. Dafür sind diese Borsungen hier. Aber auch da habe ich Rückmeldung bekommen, das wird eigentlich so gar nicht genutzt. Okay, als nächstes folgt die Nut. Aber das rückt sich gleich alles ein und dann kann man es besser sehen. So, es gibt hier noch so einen kleinen Hilfskörper, aber den zeige ich später in der Fertigung, wozu wir den brauchen. Genau, ein Hilfssteg. So. Dann wird das Ganze nochmal so ein bisschen eingerückt und verschoben. Jetzt kann man sehen, wie das wirklich hier aufliegt. Ich muss dazu sagen, der Hauptfokus lag auf dem 42er Rohr, nicht auf dem 33er. Das 33er Rohr war irgendwie so mehr optional. Okay, bis hierhin ganz gut. Und dann ist uns irgendwas aufgefallen, nämlich wir verlängern das Rohr jetzt einfach mal und knicken das Ganze. So. Bei einem Eckstück sitzt der Stab genau hier auf dem Gärungsschnitt. Und jetzt kann man es schon sehen, der Halter ist in diesem Rohr drin. Das heißt, wir werden diesen Handlaufausrichter niemals bei einem Eckstück anwenden können. Und das ist blöd. Das müssen wir mal lösen. Das ist zum Glück schon in der Konstruktion aufgefallen. Und deswegen kann man einen zweiten Halter so montieren, fixierten ebenfalls mit einem Kabelbinder und schiebt den hier einfach da dran. Ich glaube, genau, das mache ich jetzt nicht mehr, aber ist gar nicht so schlimm. Und über diese zwei Schrauben hier, über diese zwei Borsungen,
die schön fluchten, werden die zwei miteinander verschraubt. Und dann liegt es hier an. Und dann kann man auch kann man diesen Halter, oder machen wir halt 2 Stück, kann man dann auch für so ein Eckstück verwenden. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Ich muss auch sagen, das ist jetzt über Wochen gereift. Also immer wenn man gesagt hat, oh, das können wir verbessern, dann wieder zurück in die Zeichnung, da eine Bohrung, oh, okay, wir müssen verschieben. Und dann ging das die ganze Zeit hinher, bis es dann halt final so aussah. Okay, gehen wir in die Fertigung. Wir starten mit dem ersten Setup. Man kann hier sehen, mein Rohmaterial ist 14,8 mm und der fertige Körper hat nur 13,8 mm. Jetzt ist es so, ich plane das Ganze. Hier ist mein Planfräser. Hier sind die ganzen Werte. Das ist die Geometrie, also einfach nichts ausgewählt, weil dann nimmt einfach alles. Und hier kann man sehen, das sollte auch passen, habe ich hier eine Tiefenzustellung von 0,2 mm. Das mache ich, weil ich einfach sage, der Planfräser soll durchfahren. Und wenn ich ab der 3. Bahn erkenne, okay, die Oberfläche oben ist jetzt perfekt, höre ich einfach auf. Und so sage ich will einfach das Maximale aus dem hier rausholen. Also ich müsste mal messen, vielleicht hat mein Bauteil in Wirklichkeit 14,1 oder sowas gehabt, also das weiß ich gar nicht so genau. Ist mir tatsächlich auch relativ egal, ich sage einfach, ich will das Maximum hier rausholen. Okay, das gleiche Rohmaterial, bloß 0 Punkt hier unten. Und dann bohren wir mit diesem 5 mm Hartmetallbohrer, das sind die Daten, die Geometrie, die Höhen, ich bleibe 0,7 mm von unten weg. Im Zyklus nehme ich hier diesen Vollrückzug. Ich muss dazu sagen, das Rohmaterial hat eine unglaublich schlechte Legierung. Das habe ich geschenkt bekommen. Ich weiß leider nicht genau, was es genau ist, aber die Legierung ist wirklich sehr, sehr schlecht. Normalerweise kann man da voll durchfahren mit so einem Hartmetallbohrer, aber das schmiert dermaßen, auch wenn ich mit dem Vorschub ein bisschen zurückgehe, schmiert es sofort. Wirklich ein sehr, sehr schlechtes Material. Also spart da mal lieber nicht, weil das kostet nur Nerven und Fräser. Okay, das gleiche dupliziert, nur mache ich das hier noch. Ich tue schon so ein bisschen so die Nut vorbohren. Das mache ich, damit der 6 mm Einschneider ein bisschen leichter ist, hat er sonst alles wegzuräumen. Der Raum ist relativ klein, das Sparen kann nicht richtig rausgefördert werden und wie gesagt, das Rohmaterial ist schlecht und deswegen unterstütze ich einfach so ein bisschen den Fräser, indem ich hier schon ein bisschen was wegnehme. So, das Setup mache ich zuerst mal hier so eine Kontur. Ich habe schon dran geschrieben, Tasche, Nut, Schrupp mit diesem 6 mm Einschneider. Wieder hier die Daten. Ich klicke einfach mal durch. Vielleicht ist für den einen oder anderen was dabei. Hier die Tiefenschnitte. Ich bleibe als Rohteilaufmaß bleibe ich ein bisschen weg. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. So. Und hier kann man sehen, wie ich eintauche und die ganzen Ein-Ausfahrbewegungen. Dann dupliziert. Einfach alles rausgenommen, die Tiefenschnitte, alles rausgenommen und mache hier einfach nochmal so einen schönen sauberen Gang. Das gleiche mache ich hier mit der Außenkontur, einmal Schrupp und schlicht. Und wie das Ganze ausgeht, habt ihr ja im Video gesehen. Das ist wieder der gleiche Fräser, der 6 mm Einschneider. Hier sind die Schnittdaten. Ich wähle diese Kontur hier aus. Jetzt kann man sehen, mein Pfeil ist links davon. Als Höhe sage ich Modelloberkante bis minus 0,7 als Endmaß. Ja, ich blende es einfach mal ein. Das sind meine Einstellungen. Und dann fahre ich einfach durch und tue schon mal das V-Stück hier schon so grob freiräumen. Also ich zeige einmal, wie es zurück aussieht. Die gleiche Geometrie, bloß der Pfeil hier oben. Also einfach von der anderen Seite. Und das sieht dann so aus, also dass er einfach diese Stufen schon mal grob freiräumt. Und dann hier steht schon, die Mitte. Es ist so, mein 12 mm Rundstab kommt eh nicht bis hier ganz nach unten. Aber das wird für den V-Fräser, den ich etwas schonen möchte, wäre hier die Belastung sehr groß.
Deswegen sage ich tauche mit dem 6 mm Einschneider immer tiefer, bis auf dieses Maß hier, nämlich 7,5 mm tiefer. Weil wie gesagt, das macht eh keinen Unterschied und entlastet später meinen V-Fräser. Genau, so sieht das Ganze aus. Jetzt sieht man hier wieder also ich glaube, das Setup ist immer gleich. Ich habe das nur ein bisschen getrennt, um für mich einfach so die Ordnung zu behalten. So, achso, das ist genau der zweite Körper, den können wir dann ignorieren. So, Setup V. Zum einen, also das ist jetzt dieser Gravierstichel mit dem Messer, das man tauschen kann. Ich zeige gerade mal die Einstellungen. Genau, von FraserBit ist der 90 Grad, das sind die Einstellungen. Und ich muss sagen, die Einstellungen waren wirklich gut, also ich war sehr zufrieden. Das ist die Geometrie, die Höhen. Genau, und ich glaube, beim Gravieren kann man gar nicht so viel einstellen. Dann eine Projektion, um diese Mittellinie einzuzeichnen. Das gleiche nochmal. So, Projektion V. Ja, ich zeige es einfach mal hier bei dem zweiten Körper. Also, es ist eine Projektion, das gleiche Werkzeug. Das sind die Schnittdaten. Und hier habe ich diesen Hilfskörper benutzt, diese Linie. Ich muss aber dazu sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wieso ich das so gemacht habe. Das ist schon ein bisschen länger her. Ich vermute mal wegen diesem axialen Versatz. Ich wollte das Werkzeug ein bisschen schonen und habe einfach gesagt, okay, ich will nicht voll durchfahren und diese Stufen in einem Gang wegnehmen, sondern ich fange ein bisschen höher an und arbeite mich in diesen 0,2 mm Schritten runter. Man hat im Video gesehen, das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Ich blende mal den Körper aus. Taucht ein und nimmt dann diese Stufen weg und macht dann immer mehr diese glatte Fläche. Und jetzt kommt das, was ich gesagt habe. Hier ist einfach so eine Riesennut, um meine Fräserspitze so ein bisschen zu entlasten. Genau. Dafür habe ich, wie gesagt, diesen Hilfskörper gemacht. Den hier. Weil ich diese Linie haben wollte. Ich muss aber zugeben, ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, warum ich das gemacht habe, weil ich habe das mal getestet. Hier sieht man es, Test. Habe da einfach gesagt, fang hier an. Mit axialer Versatz 0,4 mm. Und gleich sieht man es. Ich blende mal den Körper aus. Und jetzt sieht man es. Es ist völlig identisch. Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr, was ich mir dabei gedacht habe. Vielleicht wollte ich mal was testen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wird dann so diese Schräge hier erzeugt. Okay. Und zu guter Letzt nochmal. Wieder eine Planrotation. Hier bin ich genauso vorgegangen. Habe das Rohteil. Ne Quatsch. Ich habe einfach gesagt, festes Maß. Habe dann in dem Programm gesagt, fahr mir auf 13,5 mm. Aber hier in 0,2 mm Schritte. Und wenn mir hier diese dritte Bahn gefällt, breche ich einfach ab. Und hole, wie gesagt, hier einfach das Maximum raus. Genau, und das war die ganze Fertigung. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.